Hallo und willkommen zum Our Podcast. Heute mit Folge 101. Heute wieder mit mir, Martin, hi und Florian. Glück auf. Ja, Florian, ich wollte mit dir mal heute über was wir beide gerne machen oder hören, sprechen und zwar über Podcasts. Ähm, Wie hörst du denn am liebsten deine Podcasts? Ich höre meine Podcast am liebsten tatsächlich auf der Autofahrt oder Busfahrt. Das ist so der beste Ort für mich, um Podcast zu hören, denn da habe ich einfach den längsten Zeitraum, wo ich am Stück einen Podcast hören kann. Und das braucht man ja bei manchen Podcasts, der auch etwas länger dauert. Es gibt ja auch Podcasts, die ich höre, die 3 oder 4 Stunden dauern. Und bei dir? Ja, vor allen Dingen, da sagst du schon das Erste. Ist jetzt ein Podcast für dich Audio oder Video? Also da gibt's ja auch sehr unterschiedliche, sag mal, Gewohnheiten. Und da muss man schon sagen, ich bin jetzt nicht der große Fan von Videopodcasts. Deshalb hat es mich auch umso mehr überrascht, wie gut unser Videopodcast jetzt angekommen ist zu 100 Folgen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Für mich ist das halt ein Audiomedium, aber es hat sich ja in den letzten 4, 5 Jahren wirklich dazu hinzugewandelt, dass es immer mehr Videopodcasts gibt, ohne dass dann eigentlich ein großartiger Mehrwert dadurch entsteht. Weil man sieht ja eigentlich auch nur die Leute, die sprechen. Ja, wobei von der Produktion jetzt, die wir im Blauen Engel hatten, mit den zwei Kameras, finde ich schon, da sieht man natürlich noch mal mehr, noch mal mehr Gestik, Mimik, man sieht die Interaktion mit den Leuten. Also ich finde, bei der Folge hat das jetzt speziell einen Mehrwert, aber bei dem klassischen, wo ich uns ja auch mit bisschen mit drunter fassen würde, beim klassischen Laber-Podcast ist das wirklich einfach nicht meine also sehe ich den Mehrwert da eigentlich nicht, aber ich glaube, dass man unterschätzt auch von sich selber, sollte man nicht immer auf andere schließen, sondern viele Leute entdecken das vielleicht auch nur, weil sie es mal auf YouTube gesehen haben oder auf Spotify. Und das sind einfach auch große Plattformen oder auch Verzeichnisse. Das ist ja auch das Tückische daran. Du baust dir da über Jahre die Abonnenten auf und dann auf einmal ist dein Spotify-Podcast weg. Ja, ich glaube, da musst du den Insider oder den Kontext dazu geben. Denn ich glaube, am Donnerstag war es, da ist dir einmal kurz oder uns beiden dann das Herz in die Hose gerutscht. Was war da los? Ja, und zwar, das ist vielleicht auch nochmal der größere Kontext. Wir sind gerade umgezogen zu einem neuen Podcast-Hoster, der deutlich günstiger ist, der vielleicht aber auch, also aus meiner Sicht hat er auch einen besseren Service. Und es ist halt so, dass die erstmal den Podcast verteilen und der Podcast auf auepodcast.de könnt ihr euch den Podcast jetzt ja auch anhören, runterladen und so weiter. Der wird vom Hoster verteilt zu verschiedenen Plattformen und darunter halt auch Spotify. Und auf Spotify hatte ich den Podcast schon umgezogen vom alten Hoster zum neuen Hoster. Und der alte Hoster hatte mir dann jetzt geschrieben, weil wir gekündigt haben, dass sie dann auch auf Spotify den Account löschen. Dann habe ich die Connection, also die Verbindung zwischen dem alten Hoster und Spotify aufgelöst und dabei hat dann Spotify erstmal den Podcast gelöscht. Der Support hat ihn dann aber lobenswerterweise sehr schnell wiederhergestellt. Also der war innerhalb von Minuten wieder da. Aber man sieht natürlich auch, wie hoch die Abhängigkeit von einer so einer Plattform ist. Und vielleicht deshalb auch mal, sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das immer ja, das Richtige ist, dass man so Plattformen wie Spotify oder YouTube nur benutzt oder es gibt ja auch freie Alternativen. Man kann ja auch unseren Podcast in jeder anderen App abonnieren, wo man vielleicht nicht noch eine Firma dazwischen hat, die ein Interesse hat, ob jetzt ein Podcast viel oder wenig ausgespielt wird. Für uns ist natürlich immer gut, die großen Plattformen, die geben uns auch sehr, sehr viele Daten. Zum Beispiel, dass die Leute den Podcast relativ viel durchhören. Was denkst du, wie viel wird der Podcast im Schnitt gehört? In Prozent. Ich glaube, es waren um die 70%. Ja, es waren jetzt so 70 bis 75% sind es bei den großen Plattformen. Für Spotify und Apple Podcasts haben wir auf jeden Fall die Zahlen. Und was ich interessant finde, das Video wird im Schnitt nur so 10 bis 20 Minuten geguckt. Während die Leute bei Spotify wirklich über eine Stunde im Schnitt hören. Dann auch in bis zu 5 Etappen. Also das ist schon relativ interessant. Mhm. Ja, du hast ja auch gesagt, für Spotify sind wir jetzt ja nicht so ein interessanter Podcast. Die werden ja wahrscheinlich auch
ja eher froh sein, wenn so kleinere, nischige Podcasts weniger da sind, weil sie dann ja auch ihre eigenen Produkte oder die sie halt in Kooperation mit ja, größeren Influencern, sag ich mal, herstellen, dann da denen die Reichweite geben. Ich denke, wir sind da ja gar nicht so gewünscht. Das glaube ich zum Beispiel nicht, sondern wir sind da eigentlich sehr gewünscht, weil für uns bezahlen sie nichts, haben aber die Leute eine Stunde im Schnitt beschäftigt und die Leute sind erstmal auf dem Produkt. Es ist halt die Frage, ob die weiterhin noch Podcasts auch unterstützen, die so lange sind, weil es gibt ja schon lange so diese Faustregel, dass ein Podcast nur eine halbe Stunde dauern soll. Das kommt übrigens daher, dass der durchschnittliche Arbeitsweg ungefähr eine halbe Stunde ist und es darüber natürlich eine Erhebungen gibt, wie viel die Leute theoretisch bereit wären, einen Podcast zu hören. Aber bei uns stimmt das einfach nicht. Das nimmt nicht signifikant ab, wenn ein Podcast länger ist. Bei uns dann hören die Leute das trotzdem halt über mehrere Stunden dann verteilt oder Tage verteilt. Ja, also, aber das Spotify ist natürlich wirklich, die versuchen die Audio-Plattform zu werden. Also das, was YouTube im Videobereich ist. Und beides muss man durchaus kritisch auch sehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja, es passt auf jeden Fall für mich so, weil ich ja auch eine halbe Stunde ungefähr habe vom Weg. Und ich mag es ja auch lieber so nicht gestückelt das zu hören, sondern einfach einen Podcast in einem Stück. Aber es ergibt sich manchmal so. Und da ist es ja so, dass wir dann leider viele Alternativen haben, aber die Leute dann nicht bereit sind oder ja, nicht unbedingt diese freien Podcast-Plattformen sich nochmal runterzuladen, wo sie ja im Prinzip alle Podcasts auch bekommen, die sie bei Spotify oder Apple auch haben. Ja, wobei natürlich Apple ist ja nochmal ein Sonderfall, weil Apple ja im Prinzip der Erfinder des Podcasts ist und auch der Patron des ganzen Ökosystems. Also Apple macht schon viel für das freie Podcasting und also ich verstehe sowieso nicht Leute, die ein iPhone haben, sollten schon irgendwie Apple Podcast benutzen. Ist meiner Meinung nach auch wirklich ist jetzt keine bezahlte Werbung, ist wirklich auch die beste App, die es da gibt. Und das ist ja auch nicht ohne Grund der Standard und deren Podcast-Verzeichnis wird überall anders benutzt. Also es ist sowas wie immer noch der Patron des freien Podcastings auch, während natürlich andere das versuchen zu kommerzialisieren. Aber was natürlich auch spannend ist, wir kriegen ja auch keinen Cent von irgendwem. Wir müssen ja selber auch unsere Kosten tragen. Mhm. Ähm, Weil es ja jetzt auch so ein paar Fragen gab, nachdem wir die Jubiläumsfolge aufgenommen haben. Vielleicht gehen wir auch direkt dazu über. Jubiläumsfolge. Das Feedback, das war ja überragend. Ich wurde auch ein paar Mal darauf angesprochen. Und ich fand es auch wirklich bemerkenswert, dass selbst ja auch Spieler das gesehen haben. Ja, das war mega cool. Also erstmal vielen Dank also an alle, die vor Ort waren. Alle, die irgendwie uns ein Feedback gegeben haben, ob es jetzt du wurdest ja auf dem Parkplatz irgendwie von jemandem angesprochen oder die uns so per WhatsApp, Instagram oder so weiter den Feedback gegeben haben und einfach schön, dass so eine Reichweite das einfach hatte. Es hat auch mega Spaß gemacht, der Abend selber. Also eigentlich jeder sollte überlegen, beim nächsten Mal, wenn wir sowas nochmal auf die Beine stellen, weil das ist ja auch eine ganz schön große Arbeit gewesen. Ja, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann seid gerne dabei, denn das ist schon cool dann, wenn man mit den Leuten vor Ort richtig interagieren kann. Das bringt nochmal einen anderen Mix in unser Gespräch hinein. Und ich glaube, als wir da beim Blauen Engel ankamen, zum Thema, wir verdienen keinen Cent damit, mit dem an Equipment, was wir da aufgefahren haben, da waren die auch etwas überrascht, ne? Mit wie viele Kisten waren das? Drei, vier Kisten und Kamera und sonstiges und ja, ihr habt ja scherzhaft gesagt, die denken hier, wir machen morgen die Live-Übertragung, ne? Ja, wir machen morgen einen Livestream aus dem Stadion. Ich glaube, dafür hätten wir auch wirklich einiges mitgehabt an Equipment. Und ich denke mir auch manchmal so, wenn ich die Qualität von irgendeinem Livestream sehe, am Freitag war es ja auch wieder fürchterlich von dem, was du mir da geschickt hast. Ja, wie kann das alles so schlecht sein? Aber das ist einfach auch die Vorbereitung und das Equipment, was man irgendwie bereitstellen kann und so weiter. Ja, vielleicht gehen wir direkt ins Spiel rein. Ich glaube, wir waren ziemlich
wir waren schon ziemlich voller, sagen wir mal, positiver Einstellung gegenüber dem Testspiel gegen Schalke. Es waren ja auch wirklich viele Fans da. Du hattest es ja auch nochmal rausgesucht. Selbst am Spieltag müssen ja noch mehrere tausend Karten weggegangen sein. Robin Gosens war dann vor Ort als großer Neuzugang, hat ja nicht gespielt, aber dann noch irgendwie trainiert auch nebenbei, ne? Juri Mölder war auch da als technischer Direktor, wie sagt man das bei Schalke? Sportdirektor ist er, glaube ich, offiziell. Genau, der hat ja dann auch einige Fotos machen dürfen, konnten wir von der Pressetribüne rüber gucken. Auf der Haupttribüne, da waren ja dann einige, die dann mit ihm das Foto gemacht haben. Er hatte unten in der Mixzone einmal auch so ein Fotoshooting gemacht. Und das mit Gosens, der muss ich dir das einfach jetzt unterbringen. Schalke hat ja gestern ein Testspiel in Kassel gemacht, beim KSV Hessen Kassel. Und da haben die, das fand ich ein bisschen albern, kannst ja mal da deine Meinung dazu raushauen. Da haben die Ersatzspieler tatsächlich dort Krafttraining gemacht. Die hatten da ihre Hantelbank aufgebaut und hinterm Tor und haben während des Spiels dann Krafttraining gemacht und das wurde dann von den Fans auch so ein bisschen ja, bejubelt, wenn dann was gehoben wurde. Von Aue Stadion ins Aue Stadion. Ja, der Übergang, den müssen wir jetzt auch nochmal machen. Ja, das habe ich wirklich gesehen, weil es ja auch so ein bisschen veralbert wurde in Instagram Reels und so. Ja, gut, das ist halt wirklich Schalke, das ist vielleicht auch wirklich, ja, der Verein, der dann, also es ist ein bisschen auch so, ich glaube, Bayern hat da irgendwann mit angefangen, dass die Leute sich ja auch drin warm fahren gehen und so auf den Ergometern und das gehört für mich in neue Stadien, finde ich das noch okay, wenn man da irgendwie auch einen Fitnessraum reinbaut oder so, weil das wäre ja wirklich Open-Air-Muckibude. Mhm. Ja, und um jetzt zum Spiel zurückzukommen, also es war wirklich ja richtig cool und eine große Frage, die natürlich über allem stand, dann nach dem Spiel auch ist, was ist eigentlich mit Max Ulich und Martin Mennel? Wie sieht der Zweikampf dort aus? Ja, also ich glaube, die relativ aussagekräftig war ja wirklich die erste Halbzeit, weil das war ja schon auch die Startaufstellung, die er dann auch gewählt hat im nächsten Spiel quasi. Also es wurde sehr, sehr viel Geheimnis in den letzten Wochen gemacht. In der Mixzone hatte Schubitize dann noch dazu nochmal gesagt, wir brauchen ja auch einen breiten Kader. Wir haben 8 Pflichtspiele im August, ist natürlich auch was dran, aber ja, das ist halt, er hatte seine erste Elf irgendwann, irgendwo. Und ja, ich würde mal sagen, wir können ja dann erstmal mit dem ersten kleinen Interview reinstarten mit Max Ulich, als er natürlich noch nicht wusste, dass er jetzt die neue Nummer eins wird, aber ich glaube, das ist schon ganz hörenswert, dass wir es an dieser Stelle auch nochmal hören. Max Ulich, heute ein 4:2 gegen Schalke. Vielleicht mal erstmal zu deiner Aktion, deiner Rettung. Wie hast du das gesehen, den Elfmeter? Natürlich ist das erstmal ein überragendes Gefühl, gegen Schalke dann auch so einen Elfmeter zu halten. Das ist schon was sehr Besonderes in so einem Spiel. Das hat man jetzt auch nicht alle Tage, so ein großer Test. Allgemein auch trotzdem sehr zufrieden, auch mit der Leistung von den Jungs. Erst 2 Gegentore waren halt ja, ein bisschen billig bekommen, aber ich finde, wir haben uns dann gut ins Spiel reingearbeitet und ich glaube, alles in allem haben wir schon eine gute Leistung gezeigt. Wir haben ja gerade schon den Trainer gefragt, wie ist denn jetzt die Situation um die Nummer eins? Bist du die neue Nummer eins oder wie sieht es mit Martin Mennel aus im Duell sozusagen? Ja, Martin und ich liefern uns im Training ein Duell mit Theo noch, der von hinten immer mit rankommt, der uns auch immer wieder pusht mit. Zurzeit ist noch alles offen, die Entscheidung wird nächste Woche getroffen, aber ich kann noch so viel sagen, wir sind beide bereit, wir haben beide Bock zu spielen und ich glaube, das ist das Beste, was der Verein haben kann. 2 Torhüter, die Bock haben und die anderen aber dann auch stärken. Du kommst ja auch aus dem Erzgebirge heute, du warst mal wieder voll im Stadion. Ich glaube, größte Kulisse seit dem Hansa-Spiel. Wie hast du die Kulisse erlebt? Ja, war brutal. Ich meine, das ist mein erstes Spiel vor wirklich so vielen Leuten, also das erste Heimspiel. Und ich hatte auch im Spiel 2, 3 Mal wirklich Gänsehaut, muss ich sagen. Also es ist schon immer wieder geil, vor so einer großen Kulisse zu stehen und zu spielen. Und dann auch gegen Schalke, die da genauso mit, ich glaube, 1.500 waren es, die mitgekommen sind, die damit supportet haben. Es war schon atemberaubend. Du bist ja jetzt auch in den Mannschaftsrat gewählt worden. Ist das jetzt für dich ein Upgrade oder liegt es daran, dass es vor einige Spieler auch sind, die jetzt geblieben sind im Verein? Ja, nee, wir wurden gewählt. Also ich bin auch stolz darauf, jetzt Teil des Mannschaftsrats zu sein. Wir wurden alle reingewählt. Ist natürlich jetzt eine große Verantwortung trotzdem auch mit für mich, aber ich freue mich, dass die Mannschaft mir auch das Vertrauen gibt und ich glaube, wir sind da gut gewappnet. Ja, soweit erstmal. Ich glaube, Max Ulich mir ist auf jeden Fall hängen geblieben. Er hat ja noch nie so vielen Zuschauern zu Hause gespielt. Auch bemerkenswert. Er hat ja seine beiden Ligaspiele auch auswärts in Ulm und bei 60 München
damals. Und ja, in der Rückrunde hat ja vor allen Dingen auch Luis Lord gespielt. Das ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Und die Gegentore sind billig gefallen. Da kannst du wahrscheinlich sehr zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Die sind wirklich ja auch in der zweiten Halbzeit sehr schnell hintereinander gefallen. Da hat man in der zweiten Halbzeit gemerkt, da war einfach bei uns der Wechsel, da wurde viel gewechselt. Bei Schalke wurde auch ganz viel gewechselt. Die haben ja, glaube ich, die komplette Mannschaft zur Halbzeit gewechselt. Wir haben ähm, auch zur Halbzeit einige Spieler gewechselt, ne? Ja, Ja. doch, 4, 5 Spieler. Das ist dann aufgefallen. Da konnte er sich natürlich auch immer einmal auszeichnen. Und in der ersten Halbzeit, ja, unbedrängt, ne? Also das eine Mal ist da Karaman links über die Seite durchgebrochen. Da hat man auch natürlich den Qualitätsunterschied gesehen. Und dann ist halt Silla in der Mitte total frei und da sah man dann einfach ein bisschen schlecht aus. Ähm, Ist halt die Frage, ob das jetzt auch ein Qualitätsunterschied ist zwischen Regionalliga und ja, erster Bundesliga, auch wenn es Schalke schwer haben wird. Aber da hat man schon gesehen, oder man könnte jetzt daraus ableiten, die Abwehr könnte an der einen oder anderen Stelle schon noch unser Problem werden in dieser Saison. Ja, das sagst du natürlich jetzt auch im Hinblick auf das Alt-Liedeke-Spiel, klar. Ähm, aber also ich finde, dass das Spiel ist jetzt nicht aussagekräftig in Bezug auf die ersten beiden Pflichtspiele. Man hat den Klassenunterschied natürlich irgendwo gesehen, auch die Effektivität. Und dieses Durchwechseln, das hat uns auf jeden Fall auch natürlich auch an Qualität genommen. Erste Halbzeit war man ja zumindest zum Ergebnis auch ein bisschen besser, würde ich schon sagen. Oder erste Halbzeit war es ja auch ja, die erste Mannschaft sozusagen. Und ja, vielleicht, man kann noch mal über die Tore sprechen. Das Kopfballtor von Bär war auf jeden Fall sehenswert. Und Ramadan hat ja dann auch noch mal getroffen. Die beiden Tore waren, glaube ich, auch auf jeden Fall dann noch mal ein aufbauender Punkt, dass man noch mal den Bundesligisten gegen Bundesligisten dann zweimal getroffen hat. Ja, ich finde, man sieht schon, dass die Mannschaft in diesem Jahr macht den Eindruck, dass sie zocken kann. Also sie haben schon da wirklich Offensivspieler, die richtig was rausspielen können. Da war gerade bei dem Tor von Ramadan, haben ja Prosche und ähm, Kam war es wahrscheinlich dann auf der Außenseite mit Finn Heidrich wirklich gut kombiniert und dann über außen den Ball reingebracht. Das macht Mut auf jeden Fall in der Offensive. Gut, dann schließen wir mal an dieser Stelle mit dem Spiel ab. Vielleicht noch als allerletztes Detail. Aue hat sein Pokaltrikot präsentiert, ja auch mit einem anderen Sponsor und Schalke sein neues Heimtrikot in Blau-Weiß. Das vielleicht noch so ein bisschen als Punkt. Und wir haben ja auch viele Schalker noch mal im Hotel gesehen. Also es war ja wirklich auch deutschlandweit fast, hätte ich jetzt gesagt, dass da Leute da waren bei dem Spiel. Und von daher glaube ich, auch echt ein schöner Saisonauftakt. Dann ging es ja schon weiter mit dem Heimspiel gegen Alt-Lieneke. Weil es ging ja eigentlich schon davor los. Und zwar mit diesem Talk bei der Freien Presse mit Schubi Tietze von uns und den beiden Trainern von Zwickau und Chemnitz. Ja, und da hat ja auch Tommy Heder schon diese Aktion angekündigt, die man dann als Protestaktion gemacht hat. Das ist ja der Geschäftsführer vom CFC. Der ist ja auch so ein bisschen der Sprecher der Initiative der Aufstiegsinitiative. Und es wurde ja angekündigt, dass man die erste Minute in der Regionalliga Nordost einfach gar nicht spielt. Ja, das hat man dann ja auch am Spieltag gesehen. Ne? An verschiedener Stelle in Aue war es ja sogar deutlich länger, wie der Ball geruht hat. Ich habe es ja im MDR dann geguckt, kam es ja live. Da hat unser Stadionsprecher auch eine sehr lange, ausführliche Rede gehalten. Was er gesagt hat, konnte ich jetzt dann nicht verstehen. Aber auch beim MDR Sport nicht Sport im Osten, sondern beim MDR im Osten geht die Sonne auf Podcast, haben sie ja auch gesagt, dass sie da bei Erfurt war es auch sehr lange. Also das ist schon auch wirklich eine wichtige Sache. Denn da ist ja dann doch in den letzten Wochen, da muss man ja den Kontext geben, dass ja auf dieser Versammlung sollte ja eigentlich eine Regionalliga-Reform beschlossen werden. Mhm. Und dann wurde ja kurzfristig ein neues Modell
vorgeschlagen, dem dann aber, wo dann viele sagten, naja, da können wir jetzt gleich drüber entscheiden, denn wir sind von anderen Vorzeichen ausgegangen. Ja. Naja, es wurden ja die Vorschläge halt kurzfristig geändert, dass die Regionalligen kleiner sind. Das hat dann auch noch ein paar kleine Vereine abgeschreckt. Und es wurde noch geändert, dass man jetzt zwischen dem Kompassmodell, sozusagen, wo man ja immer, ja, ich finde das immer so albern, dass man über die KI redet und so. Das wäre einfach die Regionalliga der kürzesten Wege, so würde ich das Mhm. mal beschreiben. Und das Regionenmodell sagt ja quasi, wir halten jede Regionalliga bei, außer den Nordosten, der wird irgendwie getrennt. Dann kommen wir wieder mit der Freistaatenliga, ob jetzt dann Sachsen in Bayern mitspielt und mit Thüringen und ähm, ja, Thüringen, Sachsen, Bayern halt und dann der Norden des Ostens dann beim Norden mitspielt. Ja, aber im Endeffekt kam ja auch raus, dass jeder Landesverband musste auch eine Mehrheit haben. Das wurde natürlich dann nicht erreicht. Dadurch war ziemlich viel Druck auf dem Kessel. Ich fand auch den Protest in Aue kreativ. Ich glaube, eine Aktion war nicht so cool. Es wurde dann noch eine Leuchtspur auf das Spielfeld geschossen. Fand ich irgendwie nicht so, oder was, weiß ich nicht, sowas. Also es war auf jeden Fall so ein Feuerwerkselement. Hm? Böller auch? Nee, ich glaube, es war so ein Heuler oder so. Weil ich bin jetzt auch kein Experte für sowas, aber ja, also das noch sein muss, okay. Aus meiner Sicht muss das nicht sein. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten auch ein toller Rahmen, vielleicht erstmal dazu. Ne? Ich glaube, der Vorverkauf lief ein bisschen schleppend. Hat es ja nochmal hier rausgesucht. Über 3000 Karten noch auf den letzten Tagen verkauft. Da sieht man auch, wenn das Auer-Publikum halt Bock hat, dann kommst du nochmal auch massiv ins Stadion. Und mit Altklinike wurde so ein bisschen ja, der Konkurrenzkampf aufgebaut, auch in den Medien. Ne? Also so ein bisschen, ich glaube, bei der freien Pressetalk, da war dann auch die Frage, ob das jetzt das Topspiel ist und ob da jetzt entschieden wird, wer aufsteigt und so weiter. Und ich glaube, dann wurde auch Thorsten Matuschka nochmal gefragt, ob nicht Altklinike auch die Leute alle überbezahlt. Vielleicht kannst du diese Kontroverse nochmal aufgreifen. Ja, also die haben ja da auf den letzten Drücker, oder nicht zum Schluss, den John Antonio Brooks da verpflichtet, der ja bei Hertha BSC und bei Wolfsburg Bundesliga gespielt hat, 45-maliger US-Nationalspieler. Für den haben sie viel Geld ausgegeben. Dann haben sie für einen 20-Jährigen vom KSC, so ein Talent, haben sie Geld ausgegeben. Sie haben Barilla gekauft. Also sie haben halt einfach sehr viel Erfahrung eingekauft und Jonas Niedfeld, den sie ja schon hatten, haben sie behalten. Und dann kam eben die Diskussion auf, ob da nicht einfach mehr Geld gezahlt würde. Und da hat dann Matuschka ja, relativ wirsch reagiert und hat gesagt, ja, wir zahlen genauso in Euros und zahlen keine unfassbaren Mondpreise. Und dann so dieses Zitat an der Stelle, wir sind vielleicht ein bisschen kreativer als die anderen. Ist jetzt die Frage, was dahinter dann Meinen stecken Sie soll. jetzt Steuervermeidung oder haben Sie die Ja, Sponsoren, die dann die Leute einstellen? Oder also weiß ich nicht, ich was er bin da damit ja auch sagen immer ein wollte. bisschen gebranntes Kind. Wenn ich dann an den SV Strahlen zum Beispiel denke, das war ja bei uns Regionalliga um die Ecke. Ja, Ja, und dann hat er dann, das war ja das, wo er dann nochmal vielleicht den Bezug auf das Spiel gegen Aue gesetzt hat, bewusst, er sagt dann auch, Aue hat auch Ablöse für Quaiser gezahlt. So, ja. ja. Okay, Aber das stimmt natürlich schon. Aue hat sicherlich andere finanzielle Möglichkeiten als Babelsberg 03. Das ist jetzt kein Geheimnis. das weißt du ja vor Ort sowieso. Ja, Ja. aber das war Altenklinike ist, glaube ich, schon so auch insgesamt in der Presse als ja mit den Verpflichtungen schon wird sehr ins Rampenlicht gestellt, um natürlich auch mit den vielen Mannschaften, die ja um den Aufstieg mitspielen wollen, also ob es Aue ist, ob es der CFC ist, ob es Lok ist, ob es Zwickau ist, ob es Carl Zeiss Jena ist, Erfurt vielleicht auch noch, ähm, ja, wo die dann nochmal da auch mit reinkommen und da kann man natürlich von der Presse aus natürlich auch schöne Dynamiken halt aufbauen, weil man kann sein Produkt eben auch verkaufen. Ja, ich glaube, man hat jetzt auch versucht, das als Auftaktspiel irgendwie zu verkaufen. Fand ich aber dann auch komisch, dass es keine Zeremonie oder sowas gab. Ich hätte jetzt auch erwartet, also ich bin, glaube ich, mal meiner Meinung nach bei einem Leipziger Derby gewesen. Das war auch Eröffnungsspiel. Das muss so vor 7, 8 Jahren gewesen sein. Chemie gegen Lok halt. Und das war dann um 12 Uhr und da waren dann, meiner Meinung nach, waren da Leute mit Fahnen oder Logos oder so. Und dann Mhm. war noch der Winkler da, also Hermann Winkler. Und also
Ich habe da irgendwie eine Eröffnungsfeier in Erinnerung, das war ja aber gar nicht. Also das wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen. Das Spiel war ja jetzt auch nicht am Freitag. Ne, Erfurt es sind ja sogar mehrere Spiele am Freitag gewesen, ne? Ja. Erfurt hat zu Hause gespielt, Aber Magdeburg hat zu Erfurt Hause gegen gespielt. BFC zum Beispiel war ja dann schon am Freitag als großes Spiel. Ja, ein bisschen komisch. Aber lass uns mal ins Spiel reingucken. Ja, ich glaube, das 1:0, ein super Tor, super Angriff von Quaisar, hat da mit großem also hat ja dann quasi dazu gezwungen, dann den Ball da auch reinzustolpern. Also ähm, super Tor, oder? Ja, total cool, wie er da über außen dann sich durchgedribbelt hat durch 3 Leute oder an 3 Leuten vorbei, einen noch getunnelt hat und dadurch natürlich diese Gefahr eben heraufbeschworen hat. Und klar, am Ende wird das Tor, glaube ich, dann dem Zebora, der ja auch so ein namhafter Neuzugang ist, der hat bei Schalke, glaube ich, in der Jugend gespielt und hat bei Hellas Verona in Italien gespielt oder sonst so. Aber der hat ja den gezwungen dazu, den Ball da reinzumachen, beziehungsweise ging ja vom Torwart, der wehrt ihn ab und dann dem Zebora entgegen. Also von daher, das war richtig schön anzusehen. Ähm, Danach wurde es natürlich schon so ein, oder war auch schon augenscheinlich gewesen, dass Altenklinike besser im Spiel ist insgesamt. Ja, Ja, die hatten auf jeden Fall die besseren Aktionen. Und was auch schon deutlich wurde, war natürlich, dass Standards in dem Spiel wirklich eine Waffe werden könnten. Was natürlich bei John Anthony Brooks mit seinem 1,93 Meter, 94 jetzt auch nicht ganz verwunderlich ist. ja. Das 1:1, das war ja auch so ein Schlenzer von Ziller und dann hat ja auch Kapp abgefälscht, ne? Mhm. Also der dann ja auch jetzt am Freitag 2 Tore gemacht hat. Ja, Brooks auf jeden Fall auch nach einer Ecke gewaltig rein, also mit viel Druck. Ähm, ja, und Aue hat dann ja auch zum Glück nochmal ausgeglichen durch Maciejewski. Ja, und geht dann in der zweiten Halbzeit in Führung. Aber man hat schon von Anfang an das Gefühl, bei den Standards hakt's. Genau, Standards, Kopfballs, das war ja vor dem Tor von Silla kam ja auch eine Flanke von außen und Niedfeld hat den Kopfball gewonnen, an den 16er geköpft. Da war unsere Abwehr zu unentschlossen. Standards hakt, Abwehr war in dem Spiel halt über die Außen, passte die Aufteilung manches Mal nicht und auch bei dem Ausgleichstor muss man vielleicht auch ein bisschen anders sehen, weil ganz schön durchgewechselt war. Aber das war natürlich auch schon sehr nein, nicht glücklich, aber der Ball kommt einmal von links in den Strafraum geflankt, da keiner kommt dran, bleibt dann irgendwie auf rechts liegen am 7, 8 Meter auf der Grundlinie sozusagen und dann wird der Ball wieder an den Fünfer entgegengesetzt gespielt und dann köpft er ein. Da irrte natürlich Max Ulich schon auch so ein bisschen durch den Strafraum. Ähm, Das ist auf jeden Fall was in dem Spiel augenscheinlich war und was dann so als das mitgenommen werden musste, was ja auch dann Quiča Šuidice im Interview anmerkte, Ja. dass es in der Defensive besser werden muss und wird. Ja, wir können aber auch noch mal Max Ulichs Sicht erst hören. Also ich habe ihn aber auch noch was mitgeschnitten. Kollege Michael Thiele hat ihn interviewt, ja, weil wir halt schon ein Video von ihm hatten eine Woche vorher, habe ich das nicht nochmal als Video auch mitgenommen, aber wir können uns da nochmal 1, 2 Zitate von ihm vorher anhören. Ich glaube, Altklinike ist besser reingekommen ins Spiel, haben uns in der ersten Halbzeit schon gut dominiert. Wir sind dann in der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt, aber wir hätten sie dann anfangs in der zweiten Halbzeit hätten wir sie killen müssen. Da waren wir deutlich besser im Spiel und im Endeffekt bekommen wir trotzdem die Gegentore zu einfach. Gerade nach einer Ecke nehme ich auch das zweite Gegentor ein bisschen auf meine Kappe mit. Aber sonst, alles in allem, bin ich schon sehr zufrieden mit den Jungs. Aber es geht immer besser, aber wir werden uns noch holen. Ja, natürlich, die Chancenverwertung ist immer ein Thema. Darüber kann man immer reden und immer sagen: „Hier vorne, vorne, vorne.“ Aber im Endeffekt muss man auch sagen, wir waren nicht gut auf den zweiten Bällen. Die hätten wir noch, grade in der ersten Halbzeit hätten wir da noch deutlich mehr zweite Bälle uns holen können. Im Endeffekt hinten raus war es dann 'ne Kraftfrage und 'ne Frage des Willens. Ich glaube, die haben wir trotzdem gut gemeistert und ich glaube, trotzdem können wir auf gewisse Teile der Leistung aufbauen. Ja, eine Kraftfrage auch. Und er nimmt es auf seine Kappe. Finde ich auf jeden Fall bemerkenswert, dass er auch so selbstkritisch sein kann, gerade weil er ja vielleicht auch ja, jetzt auch mehr im Blickpunkt steht. Mhm. Ja, er hat das gut zusammengefasst und das ist
gut, dass er da aber auch das Positive sieht, was geschafft wurde im Spiel, ja, dass man auch positive Ansätze hat und man muss jetzt einfach sehen, dass man in dieser ganz neu zusammengestellten Mannschaft eben die Mechanismen immer sauberer hinbekommt und wir werden in dieser Saison bestimmt auch noch mal ein, zwei Mal bei dem ein oder anderen kleineren Gegner stolpern. Ich meine, Zwickau, die ja gut gestartet sind jetzt bei Greifswald Dein gestolpert. Aufstiegsfavorit. Ja, das ist natürlich, Fußballkompetenz im Aue-Podcast. ja, der Kollege Michael Thiele, sein Tipp ist bis jetzt besser, ne? Ja. Hat ja gegenüber mir gesagt, dass der CFC da ihn bisher am meisten überzeugt hat. Ähm, ja, aber ich glaube, daran kann man arbeiten. Und wir müssen da uns im Klaren sein, dass es auch schwere Spiele gibt. Denn jetzt da werden wir noch nachher auf das Tasmania-Spiel gucken. Da konnte man ja sehen, wie man in dieser Liga halt auch stolpern kann. Aber ich stelle dir jetzt die Frage, bevor du gleich die Antwort von Quisha Schubetice hörst. Waren es jetzt 2 verlorene Punkte oder ein gewonnener Punkt? Mm, 2 verlorene Punkte. Ich bin bei 2 verlorenen Punkte, denn wenn ich jetzt nur mal die zweite Halbzeit, also erste Halbzeit war glücklich, das Unentschieden, das ist klar. Mhm. Aber in der zweiten Halbzeit hatten wir richtig gute Chancen. Auch hier Christoph Pauling dann eingewechselt, den Pfostentreffer, wo der Marcel Bär auch den Rebound oder ja, den Abpraller nicht holen kann. Da waren wir ja auch wirklich am Drücker, wir ja auch richtig gut gespielt. Also da haben sie ja wirklich auch über Außen sehr gut gespielt. Und Mhm. deswegen eigentlich 2 verlorene Punkte. Ähm, 75. Minute war es auch schon, das wäre ja dann noch nicht mehr so lange gewesen. ja, Aber es hat uns die Kraft gefehlt, wie Max Ulich das gesagt hat. Ja, ist ja auch ein bisschen eine Phrase. Also die Konzentration muss ja dann irgendwie da sein, trotzdem. ja, aber ich glaube, das ist dann auch eine Frage der Eingespieltheit, der Qualität, also nicht der Qualität. Ich glaube, diese Mannschaft hat Qualität, aber sie hat jetzt ihre erste Vorbereitung zusammen, eine lange Vorbereitung. Am Spieltag selber war es schon auch recht warm, aber ich glaube, da müssen sich einfach noch so die kompletten Strukturen finden und dann gehen die Dinger dann halt eben auch rein. Hm. Aber hören wir mal, was Quisha Schubetice zum Spiel gesagt hat. Ja, Quisha Schubetice, ein 3:3 im Spitzenspiel gegen Altklinike. Sind es für dich ein gewonnener Punkt oder 2 verlorene? Also, wenn ich dann zweite Halbzeit sehe, dann eher verloren, weil mit bisschen Glück macht man das 4:2, Postenschuss und dann hat man dann halt eine Glück auf seine Seite, aber insgesamt denke ich, dass es gerecht war, unentschieden. Wenn ich dann beide Halbzeiten komplett spiele. Es ist ja relativ viel über rechts gegangen. War das von euch eine Taktik, auch vermehrt über die rechte Seite anzugreifen? Gerade auch das 2:0 ist ja über rechts gefallen. Ne, eher nicht. Ich glaube, das hat dann Gegner auch dann irgendwie so zugelassen. Deswegen wir suchen Freiräume und dort hat sich dann halt diese Freiräume sich ergeben und deswegen war das auch dann wahrscheinlich dann ein bisschen mehr über rechts. Diese Woche ist ja die Torhüter-Entscheidung gefallen. Magst du vielleicht kurz zusammenfassen, wieso du dich für Max Ulich entschieden hast? Ja, weil der junge, talentierte Torhüter ist und der dann auch hier um die Ecke kommt. Der ist hier aufgewachsen, der ist bei uns, der trägt halt unser, in Anführungsstrichen, DNA und das wünscht man sich auch, dass dann halt unsere Jungs dann weiterkommen. Und also wann sollte man dann halt die Jungs fordern, wenn nicht jetzt? Und das sind halt für ihn eine Bühne. Der hat jetzt die Bühne, der muss das nutzen. Wenn er das ordentlich macht, sind wir alle glücklich und wenn nicht, dann, ja, wir haben es dann halt versucht und Unterstützung hat er von uns. Letzte Frage. Heute 8.600 Zuschauer da. Wie fandst du die Kulisse? Sensationell. Also da bin ich stolz auf uns alle, dass die Fans dann uns so unterstützt haben, weil es auch dann ein bisschen, merkt man so, wie die hinter uns stehen und das motiviert auch ein bisschen. Bloß ich hätte mir trotzdem dann ein bisschen mehr Leidenschaft und ein bisschen mehr Biss gewünscht von uns. Es wird aber kommen. Quisha Schwitiza, vielen Dank. Deine Frage über rechts. Es ist viel über rechts gegangen, es war aber Zufall. Da sieht man auch wieder, wie viel wir ins Spiel rein interpretieren zu versuchen. Das erinnert mich auch ein bisschen über die Debatte, ob wir jetzt ein 4:2 spielen oder ein 4:3:3. Das ist für Ja, mich auch nicht so ganz klar an manchen Stellen. ja, also um da die Hörer und Zuseher jetzt mitzunehmen,
wenn wir vor Ort zusammen sind, dann sprechen wir vor, so was könnten die Fragen sein, welchen Spieler nimmt man. Und jetzt war ich ja nicht dabei, dann schreiben wir halt eben auch. Da habe ich gesagt, naja, irgendwie hatte ich das Gefühl schon, dass da über rechts viel ging. Denn ich glaube schon, der John Anthony Brooks der kann halt viel geben. Der ist Mhm. halt gut im Aufbau, der ist super stark im Kopfball. Aber der ist halt auch nicht mehr der Schnellste. Das hat man sicherlich im Stadion auch gesehen. Ja. Deswegen, ob er das jetzt nicht sagen wollte oder ob er vielleicht eher sagen wollte, die Spieler, ich gebe den Spielern das Vertrauen, dass sie situativ erkennen, wo sie gut spielen können. Mhm. Vielleicht ist das auch eher der Punkt. Aber nochmal, ich mag seine Form der Selbstkritik am Ende. Wir hätten ein bisschen mehr Einsatz gebraucht. Also das, gerade erste Halbzeit, absolut. Ist, äh, ist absolut richtig. Das ist definitiv der Fall. Dann muss ja auch sagen, ähm, das 2-2 ist ja direkt nach dem Anstoß gefallen, glaube ich, oder nahezu direkt nach dem Anstoß. Vielleicht hat der alten Kliniker auch einfach gepennt. Hat man gut genutzt, aber gegen eine andere Mannschaft, die da nicht pennt, liegst du dann halt 2-1 hinten und dann kommst du halt auch nicht mehr zurück. Und in der ersten Halbzeit waren wir halt schlechter. Das ist auf jeden Fall deutlich geworden. Und trotzdem muss man sagen, Altenklinik ist halt auch keine Laufkundschaft. Also ich glaube schon, dass Das die ist ja immer über so. die ganze Saison Man weiß ja nicht, wie viel ist jetzt der Wert mitspielen. von dem Unentschieden. Das muss man sicherlich noch abwarten. Aber dafür sind wir ja auch so früh in der Saison irgendwo drin. Ja, vielleicht noch mal die Entscheidung der Woche. Wir hören mal Max Ulich dazu. Wir haben das alles am Donnerstag erfahren. Martin und ich hatten beide ein längeres Gespräch mit dem Trainer. Und da wurde uns halt dann gesagt, wie wir es angehen wollen die Saison, dass ich halt starten werde. Habe probiert oder werde immer probieren, das Vertrauen auch zu geben. Ich bin stolz darauf, hier spielen zu dürfen jetzt. Ja, genau. Er wird immer versuchen, das Vertrauen zurückzugeben. Und Quisha Schubitic hat ja auch gesagt, wann sollte man auf die Jugend setzen, wenn nicht jetzt? Also da sind wir wieder bei deiner Kritik, die wir auch in Folge 100 haben. Wie viele Spieler haben es denn aus dem Nachwuchsleistungszentrum mal wirklich geschafft? Oder sind nicht wie Neo Lima jetzt weg und spielen jetzt bei Paderborn oder so? Genau, das ist ja das, was ich da sagte und wie man das ja auch in dem Interview davor vom Schalke-Spiel hörte, glaube ich auch, dass Max und Martin sich dann einen guten Zweikampf liefern, der aber auch ehrlich ist, der auch auf einer gemeinsamen Ebene ist, also wo jetzt, glaube ich, keine Disharmonien sind. Und dann muss man halt ihm die Chance geben. Dann, wenn, dann beweist er sich jetzt. Weißt du, warum ich auch irgendwie glaube, dass das nicht übertrieben ist, dass es so positiv ist? Theo Kretschmer hat es auch geliked, die Aussage von ihm. Und das ist so, wir liefern uns ein gesundes Duell. Und das ist das Beste, was ein Verein halt haben kann, dass auch zwei Torhüter da sind, die halt auch spielen wollen und sich dann aber auch respektieren und so weiter. Und ich glaube aber auch, mit Martin Mennel muss es ja auch klar gewesen sein, dass der Generationenwechsel über Etappen laufen wird. Definitiv. Und es ist ja auch, die beiden sind ja jetzt nicht im Zweikampf wie Louis Lord und Max Ulich, so ja, wer ist jetzt die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre in Aue der Stammtorhüter, sondern hier ist es ja klar, dass es diesen Übergang gibt und ich glaube, da kann man dann sagen, ist dann Martin Mene so ein bisschen diese Vaterfigur, die da sein kann und den jungen Torhütern noch was mitgeben kann. Und irgendwie ist ja, da ist natürlich der Wunsch bei mir dabei, auch spielt einfach mit, hat Martin Mennel ja auch einen ähnlichen Weg gemacht. Als talentierter Spieler, natürlich nicht aus dem Erzgebirge, sondern aus Cottbus gekommen und dann jahrelang prägend. Das ist natürlich irgendwie so ein Wunschgedanke, dass das bei Max Ulich dann auch so sein wird. Also von daher, das wäre eine schöne Story. Identifikationsfiguren wieder zu schaffen. Ja, definitiv. Ist es denn für dich die richtige Entscheidung? Da frage ich dich was. So, nach 2 Spielen. Immer Stand jetzt gegen Schalke, finde ich, war das gut. Ja. Gegen Alten Klinike Kann es Standards, besser so, werden? ist Ja. schon schwächer, ist das schwächste Spiel. Und jetzt gegen Tasmania hat er ja nicht so viel bekommen, aber das, was er hatte, oder was man sehen konnte, wir kommen ja nachher noch auf die Qualität des Streams zu sprechen, war das alles souverän abgearbeitet, muss man sagen. Also bis jetzt für mich die richtige Entscheidung. Naja, also ich glaube, wir haben uns ja schon länger mal darüber unterhalten und fanden es ja auch tendenziell richtig, dass man auf Louis Lord damals schon gesetzt hat.
als Trainer, als Trainerteam. Und ich glaube auch, dass sie haben ja vielleicht damit auch nochmal einen Impuls gesetzt im Abschießkampf letztes Jahr oder einen Impuls mitsetzen wollen, dass sie Sachen noch anders machen wollen können. Ähm, ja, also ich finde es schon sehr cool, dass es jetzt auch jemand ist, der dann auch im Verein mal aufgewachsen ist, und es könnte schon perspektivisch die richtige Entscheidung sein, aber wir sollten das vielleicht auch nicht von den einzelnen Ergebnissen abhängig machen, sondern den Leuten einfach auch mal Zeit geben. Definitiv. Es ist jetzt 2 Spieltage, aber dafür sind wir eben Fan-Podcast und Podcast mit, der auch mal seine Meinung äußern kann, dass er sagen kann, bis jetzt ist die richtige Entscheidung. Und das gehört ja dazu. Das ist ja, irgendjemand muss ja darüber diskutieren. Ja, wir wollen ja auch darüber diskutieren. Da würde ich ja Ja, nochmal über die Abwehr von, also Alten Klinike, wo wir bei unserer Abwehr waren, will ich nur noch mal kurz hineinwerfen. Also bei dem 3:2, beziehungsweise bei der Szene, die zum Strafstoß führt, für den mhm. dann Marcel Bär verwandelt. Da sieht man ja auch, dass die andere Seite der Abwehr, also Alten Klinekes Abwehr, auch nicht so sattelfest war. Ja, das war ja auch ein deutliches Kommunikationsproblem zwischen dem Torhüter und unserem Ex-Spieler Anthony Barilla. Wenn da Klarheit herrscht, kommt Linus Quasar nie mehr an den Ball. Ja, einmal das. Und auf der anderen Seite, worüber wurde da eigentlich noch diskutiert? Über den Ball vor, da ist Bär war am Fünfer auf der kurzen Seite, war im Zweikampf mit Brooks und ich glaube, es ging da um irgendwie Aber im Schubsen, aber er war Stadion habe über. ich mir sofort gedacht, also so viel klarer kannst du doch eigentlich jemanden nicht treffen. Nee, ich glaube, es ging um den Ja. Kontakt davor, aber ich fand es halt auch sehr albern, also selbst dann, also ich fand es übertrieben, einfach da zu Mhm. diskutieren, weil der Kontakt selber war für mich klar, die beiden haben gepennt, Quasar ist reingesprungen, damit war es das. Ja. Genauso auch nochmal, kann man auch nochmal sagen, albern ist es auch, dass man Anthony Barilla bei jedem Ballkontakt auspfeift. Der Mann hat 5 Jahre bei uns gespielt und sich ja auch nichts zu Schulde kommen lassen. Und wer weiß, ob er nicht auch gerne geblieben wird, das wissen wir ja alles nicht. Das wird ja auch nicht kommuniziert oder das soll ja auch nicht kommuniziert werden, wie auch immer. Ja, ich glaube schon, dass man auch im Sommer halt auch bewusst den großen Neuaufbau halt betrieben hat. Ja, hast du recht, dem kann ich nur zustimmen. Ja, am Freitag ging es dann auf eine kurze Auswärtsreise zu Tasmania, Berlin. Tasmania, Berlin, Florian, da hast du wahrscheinlich erstmal den Schalke-Rekord im Kopf, den Schalke dann doch nicht geholt hat. Aber du weißt sicherlich auch, dass Tasmania, Berlin nicht der gleiche Verein ist, der auch wie der auch in der Bundesliga gespielt hat. Nein, das weiß ich nicht. Also das ist ein neu gegründeter, inoffizieller Nachfolgerverein, weil ja meines Wissens nach der offizielle Verein ist dann aufgelöst worden. Der war, glaube ich, Insolvent? insolvent, genau. Der hat dann Konkurs anmelden müssen. Und der aktuelle Tasmania-Verein ist von Jugendspielern gegründet worden. Ja, aber gibt's auch schon seit 73. Also ist auch selbst der neu gegründete Verein ist ja in dem Sinne auch ein Traditionsverein in Neukölln, auch sehr international aufgestellt, sehr migrantisch geprägt. Ja, und haben dann, glaube ich, deutschlandweit Aufsehen erregt mit deren Ticketversand. Ja, das war ja eine ganz kuriose Sache. Ich glaube, jeder eigentlich, der uns hört oder sieht, sollte das dann wissen. Ja, die Tickets wurden versandt und sind auf dem Weg dahin verloren gegangen und konnte nicht aufgeklärt werden, wo das so ist. Ich meine, die Deutsche Post, da ist ja manches Mal, dass man irgendwie Probleme hat mit Dingen, die dann verschwinden. Aber das ist natürlich schon sehr kurios. Ich hatte das auch nur am Rande gelesen, dass sie ab der Rückrunde ja auch dann die Tickets digital zur Verfügung stellen wollen. Ne? Das ist einfach noch nicht ganz in die Professionalisierung dort noch nicht so weit fortgeschritten ist, was ich finde, was man an der einen oder anderen Stelle so ja doch merkt, dass das noch nicht so dritte Liga oder Regionalliga, jetzt bin ich noch bei der dritten Liga ist. Und das hat natürlich dann auch zu ganz kuriosen Dingen geführt. Ich berichte da mal von unserem ja, Gast, einer, der beim Live-Podcast war, der Jakob, der hat mir dann erzählt, dass er eben, und Grüße an ihn dabei, dass sie mit mehreren Kumpels sind sie da aus Dresden Richtung Tasmania, Berlin gefahren, nach Berlin gefahren
Und da das ja mit den Tickets so unklar war und man ja nicht wusste, wie viel aber kommen, wie ist das mit den Karten vor Ort, wie ist das, wenn man keine Karte für den Gästeblock bekommt, kommt man in den Heimbereich normal Kann rein. man, war alles Ja, kein Problem. hätte ich jetzt vermutet auch, aber Hm. hat sich ein Kumpel von ihm schon deutlich früher auf den Weg gemacht, um sozusagen die Tickets zu sichern. Ähm, ja, dann kam ja noch die Parkplatzsituation dazu. Ja, Ja. ja. Das mit dem Parkplatz, das war auch so spannend. Stand dann an der Eishalle Neukölln, könnte man parken. Ich habe mir den Parkplatz frühzeitig angesehen. Ich war auch schon so gegen 3, 4 Uhr da, kurz vor 4. Ja, war dann noch mit Freunden mit Freunden dann unterwegs. Ja, das war, da waren vielleicht 150 Parkplätze für über 1000 Gästefans. Aber ich habe auch von Leuten dann noch gehört, das war wohl noch kurz vor Anpfiff auch noch möglich, was zu finden. Also es war dann alles nicht so schlimm wie erwartet, aber natürlich auch eine halbe Stunde am Bierstand stehen oder für ein Wasser. Also das finde ich dann auch immer so verrückt. Das Wasser war wohl nur 1,50, habe ich gehört. Also es ist auch mal positiv, was Positives sagen. Also ich war ja schon mal bei einem Testspiel da und da war das Catering auch schon ein bisschen chaotisch, aber gut. Also die sind einfach nicht die Zuschauermassen gewöhnt. Aber das hast du ja eigentlich auch schon, ich weiß nicht, in einer der letzten Podcast-Folgen, als der Abstieg feststand, ja angekündigt im Prinzip oder auch beim Live-Podcast war, dass ja, wenn es nicht bei den großen Vereinen in der Regionalliga ist, dann ist das halt eher von der Organisation und allem drum und dran, was Getränkeversorgung, Essensversorgung angeht, ist das halt so wie Sachsenpokal, Ja. so auf den Dörfern. Und das hat sich dann, glaube ich, auch bewahrheitet. Und Jakob schrieb dann auch nur so, ja, das war alles ein bisschen chaotisch, aber sie waren alle super nett dort und zuvorkommend. Und wenn man diesen Livestream da gesehen hat, hat man ja auch eben überall quasi Auer gesehen. Man konnte sich Ja. ja, glaube ich, quasi frei im Stadion bewegen. Der Gästeblock war zu, Ja, aber der aber es Rest, waren halt genug Leute auf der Heimseite. Ja. Ja, es gab keine Fotowesten, das war auch lustig. Da mussten sie Ordnerwesten überkleben. Ich habe mir dann auch eine Ordnerwest, also nochmal danke auch an Tasmania Berlin, dass sie uns auch mit 2 Leuten akkreditiert hatten. Wir hatten ja auch Fotografen dabei. Das war alles kein Problem. Das kam dann auch alles und ja, aber die Organisation, da waren einfach auch viel zu viele Medienleute da. Also es gab nicht genug Plätze für Fotografen also aus meiner Sicht, ne? Aber es war halt alles ein bisschen eng, klar und so weiter. Aber ich meine, ich habe das Spiel halt hinterm Tor geguckt, 2 Halbzeiten. Das war schon gut. hast du die witzige Durchsage gehört zu der Zuschauerzahl? Ja, Wahrgenommen? genau, dass die Pressevertreter nicht mitgezählt waren. Aber dann waren sie komischerweise genau auf 3000. Ja, ich habe mich nur gefragt, ich habe noch nie gehört, dass hier, dann gesagt wird, wir haben 3000 Zuschauer, meinetwegen, und dann Manchmal wird ergänzt. zahlende Zuschauer doch gesagt. Ja, aber ja, hier wurde es nochmal explizit vorgehoben und natürlich auch einige Presse- und Medienvertreter, die, ich weiß nicht, wie der Wortlaut war, aber das fand ich ganz witzig. Ne? Zahlende Zuschauer schließt natürlich das ein. Ja, Ja, ansonsten natürlich auch überragend, über 1000 Leute im Freitagabend nach Berlin, trotz der Anreisesituation. Aber ich glaube auch, ja, im Sommer ist das da auch noch mal was anderes, als wenn es kalt ist im Winter. Dann will man das, glaube ich, auch noch mal weniger mitmachen alles. und wenn du jetzt das 4. Mal nach Berlin fährst, vielleicht auch so, ne? Jetzt ist ja das erste Mal, dass du wieder nach Berlin fährst. Fährst du zu Hertha wieder zum BFC, Preußen. Ja, vielleicht mal direkt zum Spiel. Wir hatten ja einen munteren Beginn. Ich würde schon sagen, Aue war die erste Halbzeit die dominante Mannschaft. Geht ja dann auch relativ früh in Führung. Ich glaube, so 15., 16. Minute war es sowas, ne? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau aus dem Ja, Kopf. 15. könnte es sein. Ja. Ähm, Genau, Eckball von Lissek war das, von außen. Vorm Gästeblock war das direkt. Richtig? Ja, doch, der ja. Eckball, ne? Ja, Eckball reingeschlagen an den Fünfer und da war dann Patrick Kapp frei und hat den, ja, recht simpel eingeköpft. Ne? Standards, ja, schön, dass der reingegangen ist. Ja, das war dann eben das 1:0. Man hatte sich ja auch zuvor schon 2, 3 Chancen erspielt, danach noch ein paar Chancen erspielt und ja, geht dann eigentlich, ja, mit zu wenig Toren Vorsprung in die Pause. Ne? Eigentlich
1-0 ist zu wenig, da muss auf jeden Fall ein zweites schon stehen, vielleicht ein drittes. Also die erste Halbzeit fand ich in der Offensive schon wirklich gut, durchgehend gut. Drückend, aber Tasmania hat ja dann auch irgendwann auch mal versucht, mehr Fußball zu spielen. Ich bin jetzt mal ein bisschen böse, aber vielleicht hören wir auch mal ins Interview mit Patrick Kapp rein, der ja auch durchaus auch Tasmania für den spielerischen Ansatz gelobt hat. Ja, Patrick Kapp, beim letzten Spiel warst du ein bisschen unglücklich beim Gegentreffer. Heute machst du einen Doppelpack hier bei Tasmania Berlin. 2:0. Wie war es heute für dich? Erstmal bin ich unglaublich froh, dass wir gewonnen haben, weil ich glaube, wir werden es viele Mannschaften noch schwer haben. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht, in allen Richtungen, nicht viel zugelassen, viele Chancen kreiert und ich glaube auch hochverdient gewonnen. Es ist ja auch immer schwierig, gegen einen vermeintlichen Underdog zu spielen, der sich hinten reinstellt. Wie fandst du, dass ihr es heute gelöst habt? Na, ich glaube, Tasmania stellt sich gar nicht hinten rein. Die wollen hoch pressen, schon hoch verteidigen. Und das haben wir die Woche analysiert und ich fand, wir haben gute Lösungen gefunden. Und ich glaube, hätte auch das ein oder andere Tor mehr fallen können. Heute fuhren ja die beiden Tore nach Standards. Ist das jetzt die neue Stärke von euch? Hoffen wir es, hoffen wir es. Nee, wir haben es jetzt gestern auch mal wieder auch trainiert. Und umso besser, dass es funktioniert hat. Letzte Woche hat es ein bisschen gebrannt bei den Defensiven. Heute waren dafür die Offensiven umso besser. Ja, umso glücklicher sind wir. Englische Woche steht ja jetzt an. Berliner Woche. Wie siehst du die nächsten beiden Spiele? Ja, ich glaube, es wird ähnlich wie heute. Wir dürfen die Gegner nicht unterschätzen. Wir spielen zu Hause, das wollen wir auch zeigen. Und ja, wir wollen die Spiele natürlich gewinnen. Wie hast du dich denn die letzten Wochen schon in Aue eingelebt? Sehr gut, ich fühle mich sehr wohl. Der oder die Umgebung, die brennt für den Verein, das merkt man sofort, aber ich und meine Familie auch, wir fühlen uns sehr wohl bis jetzt. Heute war ja der Gästeblock auch wieder sehr voll. Wie findest du die Unterstützung von Aue-Fans? Na, ich hatte das tatsächlich noch nie. Ich finde es überragend. Es macht unfassbar viel Spaß. Auch so einen Sieg danach noch zu feiern. Ja, sensationell, was sie heute wieder geboten haben. Patrick Kapp, vielen Dank. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall ein super Abend für ihn, glaube ich auch. Vor allen Dingen hatten wir ja schon gerade angesprochen, gegen Altkliniker, sein Ex-Verein war ja ein bisschen unglücklich, bei dem einen Tor dann auch. Und das mit den Standards, ich glaube, das ist wirklich so jetzt die Sache, ne? Einmal ist man relativ schlecht bei Standards gewesen gegen Altkliniker, einmal sehr gut. Und sie haben sich das ja auch durchaus so halt trainiert oder überlegt. Und ist das jetzt ein Hebel oder wie würdest du das sehen? Gerade es wird ja oft die Situation in der Saison sein, dass man halt die Mannschaft ist, die das Spiel machen muss. Und dann kann ja auch ein Standard ein Weg sein, irgendwie das zu erzwingen. Ja, die Mannschaften stellen sich hinten rein. Dann sind Standards eben ein probates Mittel. Tendenziell muss man sagen, werden wir auch mehr Standards, also Eckbälle oder Freistöße bekommen, wenn wir mehr vom Spiel haben. Wenn die Mannschaften sich hinten reinstellen, ist ja automatisch, dass das so ist. Und dann muss das natürlich ein mögliches Mittel sein. Und da hat man ja mit Lisek scheinbar einen echt guten Standardschützen. Und Kapp war war zweimal zur Stelle. Wäre natürlich super, wenn das ein Mittel ist, wo man sich so, sagen wir mal, jedes dritte Spiel drauf verlassen kann, dass man ein Standardtor macht. Die Stürmerchancen, was sagst du dazu? Es kommt einem gerade ein bisschen unglücklich vor, oder? Ich meine jetzt nur auf den letzten beiden Spiele. Ja, ja, spontan kommt mir Cello vor seiner Verletzung in Erinnerung, als er da 5 Spiele hintereinander Pfosten oder Latte getroffen hat. Das ist es ja. Man hat die Standards gebraucht, sonst hätte da jetzt ein 0-0 gestanden. Aber man hatte ja Chancen, auch Finn Heidrich nach seiner Einwechslung gegen den Pfosten und Nils Lisek kurz zuvor auch frei vom Torwart. Du hättest ja auch aus dem Spiel heraus 3, 4, 5 Tore schießen können. Also die sind ja da gewesen, die hat man sich erspielt. Ja gut, aber ich bin da kein großer Fan ohne das wäre das nicht passiert, weil dann kommen wir wieder auf diese Bayern-Dusel-Diskussion. Irgendwann ist der Druck so groß, dass einer reinfällt. Also du kannst nicht immer oberperformen und dann halt und die Ergebnisse holst du irgendwann, wenn dein Spiel stimmt. Ja, aber es macht uns ja echt Mut.
Ja, oder? Das Spiel. Weil ja, wir haben auf die jeden Chancen Fall. rausgespielt und haben jetzt durch die Standards die Tore gemacht, aber die Standards musst du halt auch, also die musst du auch erstmal bekommen. So, das ist ja auch die Sache. Die Standards spielst du dir raus, indem du eben Druck drauf machst und die Abwehr zum Eckball zwingst oder ein Foulspiel da rausholst. So. Mhm. Und dementsprechend ist das eigentlich ein Spiel, was Mut machen kann. Auch mit dem, Ja, es ist auch ein gutes Spiel, man muss es einfach mal sagen. Es ist auch ein gutes Spiel, natürlich kann man 5-0 gewinnen, aber es ist es ist ja auch irgendwie albern, also müßig darüber zu diskutieren. Also man hat halt gewonnen und es kann immer offensiver sein, es kann immer besser sein. Ich glaube, wir sind ja auch noch früh in der Saison und so früh, dass es so früh schon anfängt zu laufen, ist ja auch mal ein gutes Zeichen. ja, und die Null hat gestanden. Ja. Das ist ja auch super. Und du hast ja auch, so wie ich das in Erinnerung habe, eigentlich fast keine Chance für Tasmania gehabt. Also mit jetzt ein Freistoß in Erinnerung, den sie mal da irgendwie hatten, aber die hatten ja schon Schwierigkeiten, wirklich überhaupt ins Angriffsdrittel zu kommen. Ja. Ein weiterer Aktivposten war auch Simon Skalatidis, den ich eigentlich schon beim Spiel gegen Altlinik interviewen wollte. Haha, hab dann aber nicht mehr auf ihn gewartet. Aber den konnte ich auch noch am Ausgang interviewen. Hören wir mal rein, was Simon zu sagen hatte. Simon Skalatidis, heute ein 2:0 bei Tasmania Berlin. Du warst ja auch wieder ein Aktivposten. Wie fandest du das Spiel heute? Also, ich fand das Spiel im Vergleich zur letzten Woche nochmal auch von Dynamik, Intensität haben wir viele Sachen besser gemacht. Ich glaube, bei uns muss immer sein, dass wir einfach hungrig sind, egal was ist. So auch in zweiter Halbzeit haben wir ab und zu mal so vom Tempo her nicht mehr das Gleiche hochgefahren wie beispielsweise das erste 20, 30 Minuten. Und da müssen wir halt ansetzen, dass wir über 70, 80, 90 Minuten das hinbekommen. Und ansonsten, ja, bin ich jetzt guter Dinge, weil wir halt auch mal ein Spiel gewonnen haben jetzt. Und es war wichtig für uns. Und dementsprechend gilt es halt, weiter unsere Schritte fortzusetzen als Mannschaft. Heute waren es ja 2 Standardtore. Sind Standard jetzt eure neue Stärke? Ja, nachdem wir letzte Woche bei uns ein paar Mal gebrannt hat defensiv, sind wir froh, dass wir jetzt diesmal offensiv Standards natürlich erfolgreich vollenden konnten. Und dementsprechend muss es auch eine Waffe sein, aber dementsprechend gilt es genauso, unsere spielerischen Akzente, wo wir viele Großchancen herausgespielt haben, dann einfach zu nutzen. Und da gilt es auch anzusetzen, dass wir auch eiskalt in Effektivität im letzten Drittel weiter aufweisen. Du bist ja auch ein Fanliebling. Wie ist es wieder im Erzgebirge zurück zu sein? Ja, ich fühle das schon sehr. Das ist was Besonderes für mich. Ja, will dann am liebsten auch manchmal über die Stränge schlagen, gerade beim Sieg und so. Aber dementsprechend gilt es auch so, in der Ruhe liegt die Kraft. Und einfach, ich freue mich einfach hier zu sein. Ich freue mich mit den Fans Siege zu feiern. Deswegen bin ich gekommen. Und ich will einfach erfolgreich Fußball spielen mit der Mannschaft. Nur für mich selber. Heute waren ja auch wieder viele Leute aus dem Erzgebirge da. Wie fandst du es? Ja, Stimmung Bombe. Also es zündet uns an, brauchen wir gar nicht reden. Deswegen, die sind einmalig. Simon Skalatidis, vielen Dank. Gerne, gerne. Glück auf. Sehr schön auf jeden Fall der O-Ton. Gerne, Mein- gerne. Naja, Ich, sag. ja, also mich holt es halt einfach ab. Total. Ja. Also dieses Glück auf am Ende, dieses zündet uns an, diese Bombe, die Fans, also man merkt ihm einfach, finde ich, Er wusste auch, wer der Euro-Podcast ist. man merkt in jeder Phase an, dass er einfach, ja, er ist zurückgekommen, war vorher bei Unterhaching und bei Viktoria, glaube ich, ne? Nee, oder Nee, war das Handel? Victoria nicht. Nee, Handel dann, war- ja. Auf jeden Fall, der hat Bock, jetzt nochmal richtig was zu reißen mit der Mannschaft. Der will mit denen mitspielen und der übernimmt gleich eine Führungsrolle. Und ja, vielleicht ist das wirklich ein rückblickend dann irgendwann ein ganz wichtiger Transfer in dieser Transferperiode gewesen, um nicht den Königstransfer rauszuholen. Ja. Ja, die Interviewsituation, die war auch kurios. Er war dann irgendwie nicht so ganz bereit. Ich habe dann schon die Frage gestellt und dann nochmal geschnitten in dem Video. Oh Mann, ey, das war auch echt so. Und ich dachte so, ja, gleich geht das Licht aus. Es war halt wirklich auch schon spät und er war vorher noch in einem Gespräch. Ich habe ja auch die Interviews dieses Mal, das eine auf dem Spielfeld geführt und das andere Ja. halt im Tornetz sozusagen. Das war schon kurios, aber es ist halt komplett authentisch. Er hat ja vorher noch erzählt, dass er den Aue-Podcast auf Instagram gesehen hat und dass er dann so meinte, ja, er interessiert sich halt für den Verein, was da so passiert. Und er kriegt das, glaube ich, auch echt mit, was die Leute so denken. Ja, Und- mega. Also von daher Grüße, wenn er es hört, ne? Und Glück auf ist immer die perfekte Begrüßung oder die perfekte Verabschiedung. Das ist schon cool. Und ich finde, er hat auch gesagt, wir müssen ja einfach
weiter offensiv stark spielen. Da stecken ja auch inhaltlich Dinge. Wir müssen weiter die Offensive stärken. Wir müssen aber hungrig sein. Das war so ein Länger bisschen. durchhalten auch. Genau, das ist so ein Punkt, der bei Schubidice ja auch vorkam fürs alten Klinike-Spiel, ne? Ja. Wo am Ende. Also ich glaube, das sind die Punkte, die da gut hinpassen. Ja, schließen wir mal ab. Wir machen ja mit Berliner Wochen weiter. Donnerstag gegen den BFC und Sonntag gegen den anderen BFC, und zwar den BFC Preußen. Ich war ja gestern beim BFC Dynamo gegen Chemie Leipzig. Und von daher kann ich so ein bisschen für Donnerstag schon mal sagen, ich fand jetzt den BFC nicht überragend gut. Der BFC erste Halbzeit relativ schwach, zweite Halbzeit kommen die mit mehr Schwung und mit mehr Engagement irgendwie aus der mit der Pause raus. Aber so gerade die erste Halbzeit, das war so ein bisschen wie Aue letztes Jahr, was Paul so ein bisschen es fehlte die Schärfe. Ja, man will das Spiel gewinnen. Das habe ich da ein bisschen vermisst in der ersten Halbzeit. Aber 71. Minute und 81. Minute haben die dann getroffen. Dudaschow, der war, glaube ich, mal bei Schalke auch kurzzeitig. Und Fritsche, also ja, das ist jetzt wirklich nicht überragend gewesen. Und man muss natürlich auch wirklich mal realistisch sagen, Chemie Leipzig wird es auch wieder schwer haben. Die werden auch im Keller spielen. Die haben das erste Spiel gegen Babelsberg schon unglücklich verloren. Das war jetzt für den BFC auch halt, auch wichtig, dass sie da das Heimspiel dann gewinnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich finde das auch grundsätzlich schade, dass so ein Spiel an einem Donnerstagabend ist, weil ja der BFC durchaus auch immer noch eine große Fanszene hat. Ist deutlich weniger geworden als noch vor ein paar Jahren. Die Leute, die jetzt auch mitfahren und so weiter. Aber es ist ja schon irgendwie immer noch so ein großer Traditionsclub, den man natürlich dann auch sehr kritisch sehen kann, aufgrund der ganzen Historie mit den 10 Meisterschaften und so weiter und mit den ganzen Verstrickungen mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Und ja, aber gut, also es ist halt nicht wie diese Berliner Clubs, die ja sonst eher auch teilweise im Plastikbereich sind, sag ich mal. Mhm. Ja, aber es wird dann halt auch ein bisschen auf die Zuschauerzahl schlagen, ne? Am Ende. Möglicherweise, das wäre jetzt natürlich für uns cooler gewesen, wenn sozusagen BFC Preußen auf dem Donnerstagabend das Heimspiel gewesen wäre und BFC Dynamo dann halt eben auf dem Sonntag. Dann hätte man auch ein bisschen mehr Gästeanhang gehabt. Und so sind es halt 2 Heimspiele, die jetzt kommen. Und wenn du das so erzählst, ich habe jetzt nichts davon gesehen. War ja auch MDR-Spiel, habe es aber nicht geguckt und jetzt tatsächlich auch leider vergessen, fällt es mir auf, aufzunehmen. Ja, habe ich mir gedacht. Aber da muss man halt einfach das Heimspiel gewinnen. So wie man auch also beide Heimspiele eigentlich gewinnen muss. Ja, BFC Preußen ist ja auch bisher noch gar keinen Punkt geholt. Ja? Und ist noch für mich eine noch unbekanntere Nummer. Also BFC Preußen. Was ist da so dein Kenntnisstand, du als Berlin-Kenner? Naja, die hatten halt Shadi Ramadan, ne? Der zu uns ist, würde ich auch sagen, ist wahrscheinlich mit der beste Spieler, den sie hatten. Und ich muss mal jetzt kurz mal nachgucken, wann ist denn der Breitkreuz weg? Der hat, glaube ich, dieses Jahr seine Karriere aufgehört. Der hat ja dann noch ewig gespielt. Patrick Breitkreuz, der Bruder von Steve. Der war da eigentlich noch der Torjäger die letzten Jahre. Also als ich mal ein BFC Preußen-Spiel gesehen habe, hat er auf jeden Fall 2-mal getroffen. Das muss jetzt aber auch schon 1-2 Jahre her sein, weil die spielen ja jetzt auch schon 2 Jahre Regionalliga oder so am Stück. Also es ist ja durchaus schon auch ein Verein, der sich da versucht, in der Regionalliga festzusetzen. Und ja, und was glaube ich, ganz interessant ist, die versuchen ja auch ein neues Stadion zu bauen und haben da anscheinend ja auch eine Finanzierung für, was ich interessant finde, weil in Berlin Stadien ja auch so ein Dauerthema ist. Sehr schwierig, ein sehr schwieriges Thema. Ja, und ich muss mich noch korrigieren, sie haben nicht noch keinen Punkt geholt, sie haben einen Punkt geholt gegen Stahnsdorf im ersten Heimspiel, haben sie unentschieden gespielt. Und dann haben sie aber jetzt am Wochenende gegen unseren Gegner dann in 3 Spielen, Chemnitzer FC, haben sie 3-0 verloren.
muss man da Punkt geholt. Aber sicherlich auch eine Mannschaft, die unten im unteren Drittel Ja, spielen wird. klar, der BFC wird sich nicht hinten reinstellen, aber der BFC, das heißen jetzt beide BFC, Ja, also ja. BFC Dynamo wird sich nicht hinten reinstellen, aber ich denke mal schon, dass sich der BFC Preußen auch hinten reinstellen wird erstmal. Und also ich meine, mein Kenntnisstand ist jetzt ein Spiel von 1 oder 2 Jahren, da haben sie auf jeden Fall auch stark gekontert, da war es eher so eine Kontermannschaft. Es würde ja auch nicht also es überrascht ja auch nicht, es ist ja auch eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, dass sie jetzt nicht unbedingt das Spiel machen wollen. Ja, natürlich. Also ich meine, da kannst du dann dich hinten reinstellen, wie das viele Mannschaften machen und dann hoffen, dass du halt den einen Punkt mitnimmst und damit bist du dann glücklich und zufrieden. Die großen Punkte, also die Spiele, wo sie 3 Punkte mitnehmen wollen und müssen, sind dann halt gegen andere Konkurrenten. Aber man hätte jetzt auch mal am Mittwoch noch die Chance, sich die in Berlin anzugucken. Vielleicht mache ich das ja noch. Gegen Mal wen spielen gucken. nochmal? Gegen Lok spielen sie am Ah ja, Mittwoch. so ist. Gut, dann schauen wir noch mal auf das erste Derby voraus. Das ist am Einschulwochenende. Du hattest ja schon gesagt, der CFC ist gut gestartet. 16 Uhr ist es auch erst. Das schafft man vielleicht vor einer Einschulfeier dann noch nach Karl-Marx-Stadt zu kommen. Ja, Aber ich glaube, das wird ein Highlight-Spiel. Ich finde auch ein bisschen schade wieder, dass jetzt es ist 2 Wochen vor Spiel und es ist noch nichts mit Tickets oder so kommuniziert und so weiter. Ja, die Planbarkeit ist ja in der Regionalliga echt schwierig. Ne, Tickets werden gerade, den Fanclubs Ja, erstmal Vorrecht, angeboten, genau, ja. dementsprechend. Also ich denke mal, wenn dann die Rückmeldung aus den Fanclubs kommt mit den Vereinsmitgliedern, dann wird es dann eben auch den freien Verkauf geben. Aber da wird es ja, vermute ich jetzt mal, auch gar nicht mehr so viel übrig bleiben. Denn ich denke, das Spiel ist wirklich schon das erste richtig große Spiel. Also erstmal sowieso dieses Derby, was es ja ist. Aber dann eben auch der CFC als einer der Vereine, die ich da schon durchaus realistisch sehe, dass die dieses Jahr um die Meisterschaft spielen. Sind super gestartet, Ja. stehen hinten gut. Ja, ich glaube, wir begrenzen es an der Stelle mal und haben noch einen Helge der Woche. Ja, Helge der Woche. Was denkst du? Also, Helge der Woche ist ja meine Lieblingskategorie, wie ja Ja, alle jetzt seit dem Live-Podcast spätestens wissen. Aber über diesen Helge der Woche freue ich mich natürlich in gewisser Weise sehr. Du hast dir nochmal Helge angeguckt, der hat direkt auf eine Story von uns reagiert oder aufs Reel reagiert. Auf welche war das denn eigentlich? auf ein Interview mit Simon Skalatidis. Das Interview mit Simon Skalatidis. Ja, und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen, ja, so ein Full-Cycle-Moment. Also es ist der Kreis ist rund. Ja, er hat ja den auch irgendwie dann nach Aue mitgeholt damals und den Aufstieg gefeiert. Und ich glaube auch, das ist ja auch was Positives grundsätzlich, dass die Leute einfach gut auf den Verein zu sprechen sind und gerne an die Zeit zurückdenken, auch wenn es nicht immer leicht war. Ja, das ist so ein bisschen dieses, was wir öfter jetzt zuletzt hatten, er schwelgt in den schönen Erinnerungen, die er damals hatte, Helge. Und andererseits muss man ja sagen, Simon Skalatidis ist halt wieder zurückgekommen. Und es Ja. gibt Gründe dafür. Ja, ich meine, kann man sich noch erinnern, dass er mit Unterhaching, als er vor 2 Jahren bei uns gespielt hat, da nochmal gefeiert wurde von der Fankurve. Also das hat dann ja ihm sicherlich auch ist nochmal in Erinnerung geblieben. Ja, Aber 90 Minuten, um Skalatidis zurückzugeben. genau, richtig. Also das ist ja trotzdem irgendwie prägend. Man muss ja immer wir haben ja diese Rubrik auch, weil Helge Leonhardt ja eben über lange Jahre eine prägende Figur war mit all ihren Eigenheiten. Und nichtsdestotrotz gibt es ja für den Spieler Simon Skalatidis dann eben sicherlich viele gute Erinnerungen an diese Zweitliga-Zeit. Und mit coolen anderen Mitspielern. Ich meine, Grüße an Schachter Memes war, glaube ich, ne, der Patrick Cup mit Steve Breitkreuz, unserem Ex-Innenverteidiger, gleichgesetzt hat, der ja auch kopfballstark war, glaube ich, einen Ticken größer auf jeden Fall als Cup, der ist ja gar nicht so größer.
aber der war ja auch in dieser Skalatises-Zeit mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das ist dann eins der schöneren Helge der Woche, mit dem ich viel anfangen kann. Ja, und auch nochmal die Erinnerung, als Galatidis wurde ja auch vor 2 Jahren gefeiert, weil er ja eben im Derby gegen den CFC 2016 mit Pascal Köppel zusammen die Torschützen waren und er war ja auch dann nach dem Spiel auf dem Zaun. Ja, da erinnere ich mich dann auch nochmal beim genauen Nachdenken nach. Ich wusste es letztes Mal in der Volkscast-Aufgabe auch nicht mehr, was jetzt genau der Grund war, warum er in der Fanszene so beliebt war, aber es war wirklich das Derby, wo er dann auch ich glaube sogar mit einem CFC-Schal oder so oder mit einem Schal am Bein oder so, da war auch noch irgendwas mit einem Schal. Da erinnert mich aber auch zu sehr bruchstückhaft dran nach. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was genau die Story war. Aber er war da auf jeden Fall auf dem Zaun mit dem Vorsänger damals. Und da war ja auch der Gästeblock auf der jetzigen Gegengerade oder auf der alten Gegengerade. Weil der Heimbereich, sorry, weil das Stadion wurde umgebaut zu dem Zeitpunkt. Da haben wir ja auf einer Baustelle gespielt. Das klingt nach einem guten Omen. Irgendwie so insgesamt, ne? Ja. Für das Spiel in 2 Wochen. Ja, absolut. Ich glaube, wir haben dieses Mal auch schon wieder deutlich überzogen, aber das Videoformat verleitet dann ja auch vielleicht manchmal ein bisschen dazu, weniger oder mehr auszuschweifen. Es ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung, sich gegenseitig zu sehen, Florian. Vielleicht sollten wir das auch noch mal erklären, dass das eigentlich in den letzten Jahren nicht so war. Ja, genau. Wir nehmen eigentlich immer ohne Video, ohne Video, ohne Bild auf. Wir sehen uns also nicht, hören uns nur. Es hat so seine ganz eigene Dynamik. Und jetzt verleitet es natürlich schon wirklich dazu, in die Kamera zu gucken und auf die Reaktion des Gegenüber zu achten. Man kann natürlich auch noch so ein bisschen kommunizieren oder schon mal darauf aufmerksam machen oder unterstützen, nickend zu einem Punkt sagen, aber das ist eben etwas Neues. Ja, das hat jetzt, ich darf das ja bestimmt sagen, heute eher, wir hatten ein bisschen Probleme mit unserer Technik uns zusammenzukommen, mit unserem üblichen Tool. Wir nutzen das Studio Link, deswegen sind wir jetzt woanders heute gelandet und da wir ja beim Live-Podcast gemerkt haben, dass viele Leute das spannend finden, ja, gucken wir mal, wie wir das jetzt demnächst weitermachen, oder? Ja, also es ist auf jeden Fall mehr Aufwand in der Produktion. Und aus meiner Sicht wird der Audio-Podcast durch das Video auch schlechter, weil man dadurch den Versatz zum Beispiel nicht mehr so leicht wegschneiden kann. Man hat ja durch den automatischen Schnitt wirklich auch die Illusion, dass teilweise die Leute in einem Raum sitzen. Wenn man ehrlich ist, ich fand das schon, es hat Leute überrascht, dass ich denen das erklärt habe. Nee, wir sitzen nicht in einem Raum, natürlich nicht. Also wir sitzen irgendwie 500 Kilometer auseinander und ja, es funktioniert halt auch. Ja, aber Und und andere, ja, es funktioniert ja teilweise sogar besser als in einem Raum. ja, das ist wirklich so. Und andererseits hast du ja jetzt auch schon gemerkt, wenn wir dann auf die Zahlen gucken, dann ist natürlich bei YouTube der Live-Podcast ist gut abgerufen. Man hat also schon so das Gefühl, dass vielleicht das Videoformat nochmal ist, wo wir auch nochmal neue Hörer und Zuseher bekommen können. Was natürlich nichtsdestotrotz dürfte natürlich allen Kumpels und Kollegen und Freunden und Bekannten, Freundinnen natürlich auch unseren Podcast weiterempfehlen. Und ich mache da nochmal Werbung auch fürs Liken und Kommentieren und Teilen. Also das hilft uns irgendwie in irgendeiner Form immer. Hauptsache, ihr hört uns nicht bei Spotify. Jetzt müsst ihr noch mal zurückspringen, warum? Nein. Nee, ist auch schön, wir haben jetzt auch bei Spotify die 105 Bewertungen erreicht. Auf Apple Podcast hinken wir noch hinterher. Ja, die Bewertungen von Apple Podcast werden nämlich auch jetzt auf unserer Webseite angezeigt. Also wenn ihr da eine Bewertung schreibt, dann landet ihr auch in den Rezensionen. Ja. Das ist nochmal als Hinweis. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail über die Webseite schreiben, wenn ihr uns direkt was schreiben wollt. Vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal ein paar andere Formate zu machen. Gerade in den Anfragen, die es dann auch noch so gab oder Angeboten, kamen ja auch noch ein paar interessante Sachen, ohne das zu viel zu spoilern. Aber ich glaube einfach, gerade ist der Aufwand zu groß, um das auch mal transparent zu machen. Ich habe jetzt auch am Wochenende für 2 Interviews wieder 2 Stunden
Arbeitszeit investiert. Ja, das ist eben aufwendiger, als man das so von außen denkt, wenn man das nicht so macht. Ich konnte das ja dann letztes Jahr auch beim internationalen Spiel bei Glenavon eben dann mitbekommen, was dann eben das Schneiden einfach für eine Arbeit ist. Und wenn man das dann auch noch mit Untertitel unterlegt, was ich ja super gut finde, weil ich das dann auch eben viel eher mal gucken kann, die Interviews bei Instagram oder bei YouTube Shorts sind wir jetzt ja auch unterwegs. Ja, also von daher, das ist eben Arbeit. Schön, dass du das machst. In diesem Sinne, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns weiter. Gebt uns auch gerne Feedback, wenn ihr das Video anschaut, wie ihr das findet. Ich habe das durchaus auch von Leuten gehört, die sich das auch dann angesehen haben, die uns sonst eher gehört haben. War aber relativ wenig, ehrlicherweise. Es waren eher neue Leute, die zugeschaut haben, aus meiner Sicht. In diesem Sinne, wir sehen uns in wahrscheinlich 2 Wochen. Glück auf zusammen. Ciao.